Der DJI Pocket 3 ist natürlich eine perfekte Videowaffe für Creator und Content-Macher und das ist natürlich einmalig im Lowlight, richtig super Bilder und natürlich auch am Tag verbunden mit dem DJI Mic 2, dann noch eine Moderationswaffe. Ich habe wie gesagt viele Filme mit ihm schon produziert. Ich war am Schnee, ich bin in der puren Sonne. Er ist mir weder überhitzt noch ausgegangen bei Feuchtigkeit oder Schneesturm. Da hat DJI wirklich ganze Arbeit geleistet. Aber ihr habt mich angeschrieben und habt noch ein paar Funktionen erfragt für den DJI Pocket 3, die ihr nicht findet bzw. die noch versteckt sind. Und genau um diese Funktionen für dieses Gerät geht es heute in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Was viele auch noch nicht wissen, ist, dass man über das DJI Mic 2 den Pocket 3 steuern kann, was die Aufnahme betrifft. Also Aufnahme starten geht relativ easy. Hier oben drücken. Und Aufnahme beenden, natürlich auch so einfach, ebenfalls gleiche Taste drücken. Schon ist die Aufnahme beendet. Viele wissen natürlich, dass sie über den Monitor hier in den Horizontal-Mode wechseln können und dann Aufnahmen für Instagram, Facebook oder andere Social-Media-Geschichten tätigen können im Hochkantformat. Aber das geht natürlich nur mit 3K 30 FPS und wenn du jetzt wirklich mal 4K 30 FPS als Auflösung benötigt für dein Hochkantformat, dann ist das auch relativ easy, denn du musst den Pocket 3 einfach nur drehen und kommst dann über diese Drehung in 4K 30 FPS oder 4K 60 FPS, je nachdem wie du es brauchst, dann in diese Auflösung und es geht alles, was auch in dem normalen Mode geht, den Gimbal zentrieren. Das heißt, du kannst dann wirklich hier optimal im Hochkant-Mode mit 4K 30 FPS drehen und das ist vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die mehr Auflösung in diesem Format benötigen. Solltest du wieder mal vergessen haben, dein DJI Mic aufzuladen und es benötigen am DJI Pocket 3, so ist das auch nicht kompliziert, wenn du das nochmal laden möchtest, denn du hast ja das mitgelieferte USB-C-Kabel und das kannst du natürlich hier an dem DJI Mic 2 einfach anschließen und schließt das Kabel hier unten an den Pocket an und schon siehst du, wird dein DJI Mic 2 vom Pocket geladen, was natürlich eine unwahrscheinlich schöne Geschichte ist. Du kannst das natürlich auch am iPhone laden. Also wenn du jetzt iPhone-Besitzer bist mit dem iPhone 15 mit USB-C-Anschluss, dann geht das natürlich auch. Es geht auch über jede beliebige Powerbank, aber das Telefon hast du natürlich meistens immer mit und den Pocket sowieso. Und wenn du am Pocket noch ein bisschen Saft hast und das Mikrofon dringend benötigst, dann kannst du es wie gesagt hier über den Osmo Pocket laden. Nächste Möglichkeit, wenn du die Powerbank besitzt für den Pocket 3, dann geht es natürlich auch hier hinten am USB-Anschluss ganz einfach dein DJI Mic 2 zu laden und das ist natürlich auch noch eine gute Alternative, wenn du jetzt mal keinen Strom mehr haben solltest. Für dein DJI Mic 2 kannst du wie gesagt vom iPhone, vom Pocket 3 und von jeder beliebigen Powerbank unterwegs. Wenn du kurzzeitig den Ladezustand deiner Batterie checken möchtest, dann ist das natürlich auch möglich, indem du einfach hier oben das Batteriesymbol anklickst und hier siehst du, momentan sind es noch 94% im Pocket 3 und das geht dann wieder alleine zurück. Also wenn du mal wissen möchtest, wie dein Akku geladen ist, einfach kurz auf die Batterie tippen und schon siehst du den Akkuzustand des Pocket 3. Auch nochmal ein kleiner Tipp. Hier bei der Powerbank für den Pocket 3 gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Akkuzustand schnell zu prüfen. Einfach hier raufdrücken und jetzt siehst du, meine Lampe leuchtet gelb und gelb bedeutet, der Akkustand ist zwischen 20 und 50%. Dann gibt es natürlich die grüne Lampe und da ist der Akku zwischen 50 und 100% und bei der roten Lampe, da ist der Akku unter 20%. Wenn du kurzzeitig den Gimbal sperren möchtest und nicht ins Menü reingehen willst, dann einfach den Joystick drücken. Dann ist die Gimbal-Sperre jetzt aktiviert und der Gimbal geht sozusagen nicht in die anderen Positionen. Und wenn du die Gimbal-Sperre wieder deaktivieren möchtest, einfach von der Taste runtergehen und dann gibt es die Gimbal-Sperre, die dann nicht mehr aktiviert ist.
Strom sparen beim Pocket 3 geht natürlich auch, indem du die Displayhelligkeit reduzierst. Bei 50% hast du schon mal pauschal 10 bis 15 Minuten längere Laufzeit. Also die Helligkeit des Displays schluckt wirklich sehr viel Akku. Und wenn du mit einem dunkleren Display klarkommen kannst, dann kannst du das natürlich hier tun. Einfach die Helligkeit des Displays reduzieren und schon sparst du eine ganze Menge Akku. Viele von euch hatten mich angeschrieben, die finden den Spin-Shot-Modus nicht. Und der Spin-Shot-Modus ist natürlich ein cooler Modus, wo sich der Gimbal um 180 oder um 90 Grad dreht. Und den kannst du hier einfach aktivieren, indem du auf diese Taste drückst, hier unten, dann auf Spin-Shot. Und hier kannst du dir aussuchen, ob 90 oder 180 Grad. Wir nehmen jetzt mal 180 Grad und du siehst, der Gimbal bewegt sich jetzt auf 180 Grad. Du machst das Ding hier weg, drückst auf die Taste und hast natürlich eine perfekte Spin-Shot-Aufnahme, die sich um 180 Grad dreht. Das Ganze in die andere Richtung geht natürlich auch noch. Und wenn du wieder raus willst aus dem Modus, die seitliche gelbe Taste drücken, dann kannst du dir mal aussuchen, ob du 90 Grad einstellen möchtest oder diesen Spin-Shot-Modus beenden. Und dann geht er wieder in den 4K30-Modus. Doppelklick, um den Gimbal zu zentrieren und schon bist du wieder raus. Es kam auch die Frage nach dem Mikrofon, wie das sozusagen richtig angebracht wird an die Mikrofonhalterung. Und das zeige ich euch natürlich jetzt auch nochmal schnell. Und zwar hier die Klappe öffnen. Dran denken, dass der Magnet für das DJI Mic 2 hier ganz hinten ist. Und dann einfach aufklappen, hier reinschieben und schon ist das optimal und passend und fällt auch nicht mehr ab. Also viele haben natürlich den Magneten dann irgendwo zu klemmen, beziehungsweise dann geht es natürlich nicht rein und so steht das Mikrofon parallel auf der Halterung und geht auch perfekt wieder rauszumachen und natürlich auch wieder reinzustecken. Das hält hier wirklich sehr sicher an der Halterung und hier ist genau der ideale Platz für das DJI Mic 2. Beim DJI Mic 2 kannst du natürlich noch mehrere Tonvarianten hier einstellen und zwar ist das so, dass du hier mit der blauen Lampe angezeigt bekommst, dass dein Ton jetzt inklusive Nebengeräusche aufgezeichnet wird. Wenn du die Hintergrundgeräusche rausfiltern möchtest, drückst du einfach kurz die Power-Taste, die LED leuchtet grün und jetzt bist du in der Hintergrundrauschreduzierung. Das heißt, das Mikrofon achtet jetzt mehr auf deine Stimme und filtert alle Nebengeräusche raus. Wenn du im Menü drin bist und einfach wieder schnell aus dem Menü raus möchtest, mit dem Touchscreen aber nicht arbeiten möchtest, dann drückst du nur kurz hier auf den Joystick und schon kannst du wieder mit allen Befehlen zurückgehen. Eine gute Funktion ist ebenfalls noch, dass du dein Bild natürlich einmal aufnimmst und für Social Media in Hochkant und natürlich auch im Querformat verwenden kannst. Und du brauchst einfach nur bei der Videoeinstellung hier unten zu drücken. Und hier oben siehst du 16:9. Da bist du jetzt drin. Wenn du hier auf 16:9 drauf drückst, geht es ins 1:1 Format. Das 1:1 Format geht leider nur in 3K 30 FPS, ist aber nicht so schlimm, weil für Social Media nachher hinten hochkant auszuschneiden, ist meistens sowieso sinnvoll in HD. Und du siehst natürlich jetzt am Bildformat, das ist ein Viereck anstatt 16:9, aber mit diesem Viereck nimmst du in voller Sensorgröße auf, was bedeutet, du kannst nachher im Schnitt in 16:9 reinkroppen oder dir das Bild auf hochkant bzw. vertikal zuschneiden. Und so hast du immer eine bessere Möglichkeit mit einer Aufnahme für Social Media, also hochkant und gleichzeitig im 16:9 Format im Schnitt etwas besser zu arbeiten, weil du brauchst nur einmal aufnehmen und kannst die Aufnahmen zweifach verwenden. Zum Thema Zubehör gibt es natürlich auch noch ein Video bei mir auf dem Kanal bzw. hier in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr Zubehör braucht für den Pocket 3, dann einfach dort mal raufklicken. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.